Lukas, ich muss dir etwas gestehen. Etwas Peinliches. Peinliches? Was denn, Anna? Ich habe mich nicht auf diesen Job beworben. Den perfekten Job. Ich hatte Angst. Angst? Wovor hattest du Angst? Angst vor der Ablehnung. Angst zu versagen. Angst, dass ich nicht gut genug bin. Anna, das ist die Angst vor dem Versagen. Die haben viele Menschen. Wirklich? Bin ich nicht allein damit? Nein, du bist nicht allein. Und genau darüber sprechen wir heute in Learn German Podcast. Wirklich? Das ist unser Thema? Ja, heute sprechen wir über die Angst vor dem Versagen. Warum haben wir diese Angst? Wie überwinden wir sie? Und warum ist Scheitern eigentlich wichtig? Das ist genau das, was ich brauche. Ich will diese Angst loswerden. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level B1. Und heute die Angst vor dem Versagen besiegen oder warum Scheitern zum Erfolg gehört. Los geht's. Also, Lukas, fangen wir ganz von vorne an. Warum haben wir eigentlich Angst vor dem Versagen? Die Angst vor dem Versagen hat 3 Hauptursachen. Erstens Druck von außen. Zweitens Perfektionismus. Drittens negative Erfahrungen. Druck von außen. Was bedeutet das? Druck von außen kommt von anderen Menschen, von Eltern, von Lehrern, von Freunden. Sie erwarten, dass du erfolgreich bist. Meine Eltern haben immer gesagt, du musst gute Noten haben, du musst einen guten Job finden. Das ist typisch. Viele Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Aber dieser Druck kann Angst machen. Und der zweite Punkt, Perfektionismus? Perfektionismus ist der Wunsch, alles perfekt zu machen. Perfektionisten haben Angst vor Fehlern. Das bin ich. Ich will immer alles perfekt machen. Wenn etwas nicht perfekt ist, bin ich unzufrieden. Das ist ein Problem, Anna. Perfektion ist unmöglich. Kein Mensch ist perfekt. Kein Projekt ist perfekt. Aber ich will doch gut sein. Ich will nicht mittelmäßig sein. Es gibt einen Unterschied zwischen gut sein und perfekt sein. Gut sein ist möglich, perfekt sein ist unmöglich. Und der dritte Punkt? Negative Erfahrungen? Frühere Fehler können Angst machen. Wenn du einmal gescheitert bist, hast du Angst, wieder zu scheitern. Ich habe einmal eine wichtige Prüfung nicht bestanden. Seitdem habe ich Angst vor Prüfungen. Das ist verständlich, Anna. Aber du musst lernen, dass ein Fehler nicht dein ganzes Leben definiert. Anna, ich möchte dir etwas Wichtiges sagen. Was denn? Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Scheitern ist ein Teil vom Erfolg. Wie bitte? Das verstehe ich nicht. Jeder erfolgreiche Mensch ist gescheitert. Thomas Edison hat 1000-mal versucht, die Glühbirne zu erfinden. 1000-mal? Das ist viel. Ja, und er sagte, ich habe nicht versagt, ich habe 1000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Also hat er aus seinen Fehlern gelernt. Genau, jeder Fehler ist eine Lektion, jedes Scheitern bringt dich näher zum Erfolg. Also ist Scheitern nicht das Ende? Nein, Scheitern ist nur das Ende, wenn du aufgibst. Wenn du weitermachst, ist Scheitern ein Schritt nach vorne. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, Anna, eine berühmte Geschichte. Ich liebe Geschichten. Erzähl mir. Es gibt einen Mann, sein Name ist J.K. Rowling. J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter? Genau, aber weißt du, was vor Harry Potter passiert ist? Nein, erzähl mir. Bevor sie berühmt wurde, war sie arbeitslos. Sie war alleinerziehende Mutter. Sie hatte kein Geld. Wirklich? Sie war so arm? Ja, sie hat ihr Harry Potter-Manuskript an 12 Verlage geschickt. 12 Verlage haben es abgelehnt. 12 Verlage? Das ist viel. Aber sie hat nicht aufgegeben. Der 13. Verlag hat das Buch angenommen. Und dann wurde sie berühmt? Ja, heute ist sie eine der reichsten Autorinnen der Welt. Sie hat ihre Angst überwunden. 12 Ablehnungen. Aber sie hat weitergemacht. Genau. Wenn sie nach der ersten Ablehnung aufgegeben hätte, gäbe es heute keinen Harry Potter. Ich will auch nicht aufgeben. Ich will meine Angst überwinden. Das ist die richtige Einstellung, Anna. Jetzt gebe ich dir konkrete Tipps. Tipp Nummer 1: Ändere deine Gedanken. Wie ändere ich meine Gedanken?
Dein Gehirn sagt, ich schaffe das nicht. Du musst lernen zu sagen, ich werde es versuchen. Das ist alles? Nein, sag nicht, ich muss perfekt sein. Sag, ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes geben. Das klingt nicht so stressig. Genau. Perfektion ist Druck. Bestes geben ist Motivation. Noch mehr Tipps? Tipp Nummer 2. Fange klein an. Mach kleine Schritte. Kleine Schritte? Wenn du Angst vor einer großen Aufgabe hast, teile sie in kleine Teile. Mach einen Teil nach dem anderen. Also nicht die ganze Aufgabe auf einmal. Schritt für Schritt. Genau. Tipp Nummer 3. Akzeptiere Fehler. Akzeptieren? Das ist schwer. Fehler sind menschlich. Jeder macht Fehler. Die Frage ist, was machst du mit dem Fehler? Was soll ich mit einem Fehler machen? Analysiere ihn. Was ist schiefgelaufen? Was kannst du besser machen? Dann mach weiter. Also aus Fehlern lernen. Genau. Tipp Nummer 4. Visualisiere den Erfolg. Visualisieren? Was ist das? Stell dir vor, du hast Erfolg. Stell dir vor, du bekommst den Job. Stell dir vor, du bestehst die Prüfung. Und das hilft? Ja, dein Gehirn bereitet sich auf Erfolg vor. Du fühlst dich selbstbewusster. Das probiere ich aus. Tipp Nummer 5. Sprich mit anderen über deine Angst. Darüber sprechen? Das ist peinlich. Es ist nicht peinlich, Anna. Viele Menschen haben die gleiche Angst. Wirklich? Andere haben auch Angst zu versagen? Ja, wenn du mit anderen sprichst, merkst du, du bist nicht allein. Das hilft ungemein. Vielleicht sollte ich mit meiner Freundin Lena sprechen. Das ist eine gute Idee. Tipp Nummer 6. Setze realistische Ziele. Realistische Ziele? Stelle dir Ziele, die du wirklich erreichen kannst. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Ich setze mir oft zu hohe Ziele. Dann bin ich enttäuscht. Genau. Ein realistisches Ziel ist motivierend. Ein zu hohes Ziel macht Angst. Und Tipp Nummer 7? Tipp Nummer 7. Feiere deine Erfolge. Meine Erfolge? Welche Erfolge? Jeder kleine Schritt ist ein Erfolg. Jede Bewerbung, jeder Versuch. Feiere das. Auch wenn ich abgelehnt werde? Ja, du hast dich getraut, du hast es versucht. Das ist ein Erfolg. Ich habe mich nie dafür gefeiert, dass ich etwas versucht habe, nur für den Erfolg. Das ist falsch, Anna. Der Versuch ist genauso wichtig wie das Ergebnis. Lukas, ich muss dir etwas sagen. Natürlich, was ist los? Ich habe mich vor einem Jahr nicht auf einen Job beworben. Einen perfekten Job. Ich hatte zu viel Angst. Das ist schade, Anna. Es war mein Traumjob. Ich habe geträumt, in dieser Firma zu arbeiten. Aber ich hatte Angst vor der Ablehnung. Diese Angst ist verständlich. Aber ich will nicht mehr so leben. Ich will mich bewerben, auch wenn ich abgelehnt werde. Das ist eine großartige Entscheidung, Anna. Meinst du, ich habe eine Chance? Auf jeden Fall. Aber selbst wenn nicht, du hast es versucht. Das ist schon ein Erfolg. Du hast recht. Versuchen ist besser als nichts zu tun. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Die Angst vor dem Versagen hat 3 Ursachen: Druck von außen, Perfektionismus und negative Erfahrungen. Punkt 2. Scheitern ist nicht das Ende. Scheitern gehört zum Erfolg. Punkt 3. Jeder erfolgreiche Mensch ist gescheitert. Thomas Edison, J.K. Rowling und viele mehr. Punkt 4. Ändere deine Gedanken. Sag nicht, ich schaffe das nicht, sag, ich werde es versuchen. Punkt 5. Fange klein an. Teile große Aufgaben in kleine Schritte. Punkt 6. Akzeptiere Fehler und lerne aus ihnen. Punkt 7. Visualisiere den Erfolg und feiere kleine Erfolge. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche: tut etwas, wovor ihr Angst habt. Etwas Kleines. Sprecht jemanden an, bewerbt euch für etwas, fragt nach etwas, ein kleiner Schritt. Schreibt in die Kommentare, was ihr gemacht habt und wie es sich angefühlt hat. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge. Ich bin bereit.
Schreibt 3 Dinge auf, die ihr trotz Angst gemacht habt und feiert euch dafür. Das ist eine wunderbare Aufgabe. Und vergesst nicht, Versagen ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Versagen ist ein Teil des Erfolgs. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch Mut gemacht. Und jetzt schreibe ich meine Bewerbung für meinen Traumjob. Das ist eine großartige Entscheidung, Anna. Viel Erfolg. Danke, Lukas. Tschüss zusammen, bis zur nächsten Folge. Tschüss und denkt dran, wer nie fällt, wird nie laufen lernen. Und jetzt ab zur Bewerbung. Tschüss!